Hallo und willkommen bei einer neuen Ausgabe des Schlachtfestes. Ihr seht, es ist jetzt kein Standard hier, ne? Klar, irgendein Standard muss immer dabei sein. Aber diese Modelleauswahl ist mal halt ein bisschen was anderes. Und das hat auch folgenden Grund. Zum Beispiel Dodge The Royal Custom hier, der hier von Sunstar. Den habe ich ja vor kurzem erst als Hardtop zerlegt. Und jetzt extra dafür nochmal ein Video machen, um ein Cabrio zu zerlegen. Finde ich ein bisschen too much. Auch dem Simca, auch vor kurzem erst mit einer Haribo-Werbung zerlegt. Jetzt die normale Straßenversion. Gut, die beiden 1/24er ist ja klar, ne? Das kann ja kein 2-3 Minuten Video werden. BMW E36 Coupé von UT. Von denen habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Videos gemacht und deswegen einer im Schlachtfest. Dieser Aston Martin von Mini-Champs hier, der hat ganz schlimme Zinkpest. Und da ist viel Schrott und deswegen kriegt er einen Platz im Schlachtfest. Die Corvette ist klar, davon der Porsche 996 von Burago, auch hier viele Teile, die schon fehlen, unter anderem Scheinwerfer, Rücklichter, Heckscheibe, Defekt und bla bla bla. Der Chevy Impala. Vor kurzem auch erstmal ein Video gemacht und der hier ist auch schon stark zerlegt, da fehlen viele Teile und da lohnt sich auch hier kein extra Video zu machen. Ein Mercedes G4 von MCG, auch hier fehlen Teile schon und deswegen lohnt sich hier kein ganzes Video zu machen. Und als guter Letzt der Jaguar E-Type von Burago. In einem sehr schlechten Zustand. Ich glaube, das ist auch das meiste, was ich da ausbauen werde, ist wahrscheinlich direkt für die Restkiste. Ja, diese lustige Auswahl an Modellen werde ich jetzt in einem Zug durchschlachten. Ihr dürft dann natürlich drüber gucken, also mitgucken, wie ich das mache. Das werden alles kurze Videos sein, die aber zu einem großen Video gemacht werden. Also das sind also, keine Ahnung, wie sind das denn jetzt hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Autos. Also immer mal so im Schnitt dauert ein Video so 5-6 Minuten, mal mehr, mal weniger. Und ihr denkt jetzt bestimmt, ich mache das heißt hier alles nur, um euch zu unterhalten. Klar, auf irgendeine Art und Weise unterhalte ich euch damit. Aber im Endeffekt guckt ihr einfach zu, was mein täglicher Job ist, sage ich jetzt mal, als Modellautoschlachter. Und da ist es halt, den Markt zu befriedigen mit Teilen. Diese Modellautos, das sind alles Modelle, wo ich jetzt kaum noch Teile online habe. Ja, auch der Jaguar E-Type, da gehen ständig Teile weg. Die Corvette geht auch Teile immer weg. Da werden immer komischerweise immer gerne die Stoßstangen gekauft momentan. Und ja, E36 ist ja klar, ein Evergreen. Und ich schlachte die nicht, um euch zu unterhalten, sondern um meinen Shop mit Teilen zu befüllen. Das ist der Hintergrund. Und ja, ihr guckt eigentlich nur zu und ich mache das nicht euer Liebe, dass ihr was zum Gucken habt. Obwohl im Endeffekt habt ihr ja was zum Gucken. Aber wie gesagt, im Endeffekt geht es hier bei mir rein ums Geschäft. Und das Geschäftliche sagt, Martin zerlegt den Jaguar, Martin zerlegt den Porsche, Martin zerlegt diese 1/24er, den Simca, du hast keine Teile mehr, den Royal Custom ist auch schon fast ausverkauft. E36 geht immer. Aston Martin lohnt sich nicht aufzubewahren, der ist in zu schlechtem Zustand. Und deswegen muss ich jetzt hier ein bisschen Gas geben. Oben habe ich noch 2 fette Pakete voll mit Abwrackautos. Richtig voll bis oben hin. Und es kommt noch diese Woche noch mindestens 6 Pakete voll mit Autos zum Verschrotten. Und deswegen muss ich jetzt diese auf einen Schlag zerlegen, um das alles noch Herr zu werden. Ja, wenn ihr mich bei Instagram folgt, seht ihr, gehen momentan auch sehr viele Pakete raus. Und dementsprechend muss ich jetzt schnell wieder nachfüllen, damit ihr wieder was zum Kaufen habt. Und natürlich, um eure Modellautos zu retten. Ja. Eigentlich, das war es eigentlich schon, ne? So, jetzt geht's los. Danke fürs Zugucken und freut euch auf eine lange Schlachtnacht oder Schlachtfest, besser gesagt. Ciao, Freunde. So, jetzt geht los, ziehe ich weiter. Es ist der Porsche 993 von Burago als nächstes hier auf dem Schrott. Hier fehlt ein Rädchen und der hat wahrscheinlich auch irgendwie andere Reifen drauf bekommen, keine Ahnung. Aber das tut jetzt nicht viel zur Sache, weil das Ding wird jetzt im Schnellverfahren zerlegt. Maßstab 1/24, Burago ist nicht wirklich der wertstabilste Modell, was es so auf dem Markt gibt. Normal gibt es auch zig Millionen Mal, dann auch als Bausatz und also Burago hat eigentlich nie gespart an Modellautos. Wobei die eigentlich gar nicht so schlecht waren. Motorhaube geht auf, Türen gehen auf. Kofferraumdeckel geht hier nicht auf. So, Nachfrage nach 1/24 Teilen wächst hier auch bei mir stetig. Deswegen muss ich jetzt auch die Nachfrage mal hier ein bisschen erfüllen.
So, auch nicht schlecht, ne? Der schöner Motor hier. So. Unterboden sieht noch soweit ganz gut aus. Ich kann jetzt nicht so viel quatschen, weil ich muss wirklich ein bisschen Gas geben. Der Simca hat eben schon ziemlich viel Zeit gefressen. Und ganz ehrlich, über einen 1,24er Porsche von Burago, was soll man jetzt noch großartig viel sagen? Ganz nett, keine Gurte. Alles in Grau, bisschen Sticker, das war's. So, und die Feder muss raus, damit ich an die Türen dran komme. Na, normalerweise müssten die Türen jetzt abgehen. Ah, geht doch. Noch eine Tür. Türen sind natürlich immer gefragt bei Burago Modellen, weil die Türen und die Spiegel ein Teil sind. Und man muss immer die komplette Tür austauschen, wenn der Spiegel abgebrochen ist. Obwohl er aus Metall ist, bricht er gerne mal ab. So, wie gesagt, das Video geht jetzt schnell. Die Rohkorosse geht in die Schrottpresse. Da führt kein Weg daran vorbei. Ich bewahre keine 1:24 Burago Rohkorossen auf. So viel Platz habe ich jetzt auch nicht. Selbst wenn ich eine Riesenburg hätte mit 5 Millionen Quadratmeter Grundstück, würde ich keine Burago Rohkorossen im Maßstab 1:24 aufbewahren. So, komm hier, zack, zack. Das muss jetzt hier mal ein bisschen schneller gehen. Mein Gott, geht er ab. Weil ganz ehrlich, wenn ich jetzt bei diesem Modell, wo der Teilewert so bei Schnitt 1-2 Euro liegt, jetzt 10 Minuten brauche, um ihn zu zerlegen, dann habe ich ein Minusgeschäft gemacht. Ganz einfache Mathematik. So, der Porsche 993 von Burago ist zerlegt. Modell kostet im Schnitt um die 5 Euro. Trönemarkt vielleicht auch manchmal ein bisschen günstiger. Aber wie gesagt, im Schnitt kostet das Ding 5 Euro, mit Originalverpackung vielleicht ein 10er, wenn man Pech hat. Aber ansonsten sehr günstiges Modell. Eigentlich ein gutes Modell. Tut viel her und tut, was es soll, nämlich dekorativ. So, 3 Minuten 20, es geht weiter. Hallo Freunde, willkommen beim Schlachttest. Ja, das Schlachttest ist ein Unterschied zur Schlachtnacht. Bei der Schlachtnacht zerlege ich meistens immer nur 4-5 Autos und erkläre euch dann auch immer detailliert, was mit dem ist, Wertsteigerung hier und da, bla bla bla. Beim Schlachttest ist das eigentlich ein Schnelldurchlauf. Da lasse ich mir normalerweise keine 10-15 Minuten lang Zeit. Da muss das Modellauto zack, zack, zack zerlegt werden. Es muss schnell gehen, damit sich die ganze Aufwand rentiert. Gut, jetzt bei dem Simca Rallye 2 hier von Norev, da lohnt sich ja sowieso. Da kann ich auch ausführlich eigentlich sein. Aber die Sache ist, ich habe erst vor kurzem einen mit Haribo-Werbung zerlegt. Und da sind fast identische Modellautos, sage ich jetzt mal, bis auf die Aufkleber und ein paar kleine Details. Und ich will euch einfach nicht nochmal langweilen mit dem Simca 2 Rallye. Und deswegen gibt es dieses Modell jetzt im Schlachtfest. Und ich habe kaum noch Teile dafür. Das ist eigentlich der Hauptgrund. So, wir fangen nämlich an zu zerlegen. Dieses Modellauto ist eigentlich im mittleren Preissegment unterwegs. Das heißt, im Schnitt um die 50 bis 100 Euro. Qualitativ ist er eigentlich auch ganz gut. Er kam jetzt hier auf den Schrott, weil er verbastelt ist. Zum einen ist der Spiegel abgebrochen. Liegt Gott sei Dank bei. Zum anderen ganz billiges Tuning. Mit doppelseitiges Klebeband oder so. Wurden hier die Felgen dran geklebt. Da. Oh, da kommt der Spiegel gerade raus. Ja, das ist halt, ja, wie soll ich dazu sagen? Kein so tolles Tuning. Da gehe ich schon ab. Aber hält. Hält. Der andere Rad liegt im Modell drin. Aber ich glaube, das sind auch die Originalfelgen, ne? Aber leider verbastelt. Ja, wie gesagt, preislich ist der jetzt im mittleren Segment unterwegs. Es ist ein schönes Modellauto. Man kann hier Motorhaube öffnen. Die vorderen Türen, ach guck mal, da kommt die Felge. Kofferraumdeckel vorne geht auch auf. Sehr schönes Modell. Viele benutzen den für Diorama-Bauten oder für Tuning. Ja, Tuning beim Simca. Voll toll. Was steht da? Le Monde Doré.
So, ich muss mich mal jetzt ein bisschen beeilen, weil sonst wird das eine ewige Schlachtnacht werden und das wollt ihr auch nicht. Wobei der eine oder andere guckt ja gerne meine Schlachtfeste. Die Schlachtnacht, Entschuldigung. Ja, mir wird das jetzt immer noch ein paar Mal ausrutschen. So. Wie gesagt, ich muss mich jetzt mal ein bisschen sputen. Schließlich warten noch 10 weitere Modellautos auf die Zerlegung. So, und da kann man sich nicht so viel Zeit lassen, sonst wird das hier so ein 2-Stunden-Video. Mir wurde mal gefragt, ob ich nicht mal Bock hätte, die ganze Nacht lang durchzuschlachten. Also irgendwann werde ich das definitiv machen. Eine richtige Schlachtnacht. Eine ganze Nacht lang. Irgendwann werde ich das machen. Aber nicht heute. Dann werde ich aber mit 2 Kameras filmen. Einmal, um halt ganz normal in YouTube hochzuladen, die Videos. Und das andere wird ein Live-Video sein. Weil diese Live-Videos, die bleiben ja nicht im YouTube drin. Also die werden ja irgendwann mal automatisch gelöscht. Weil klar, live. Die Schraube dreht durch. Das kommt nicht so gut an. Das ist nie so gut. Ja, die ist auch schon durch. Also hier wird schon mal ein bisschen rumgebastelt. Also ich bin auch ein bisschen irritiert wegen der Lackierung. Aber gut. Ich glaube, ich werde gleich die Analkarte haben. Jawohl. Die Schrauben sind durch. Ich muss sie jetzt nämlich aufhebeln. So, da kommt schon die Motorhaube entgegen. Über chronische Krankheiten bei diesem Modell sind mir bis jetzt keine bekannt, außer natürlich, dass die Spiegel halt abbrechen. Aber das zählt für mich nicht als chronische Krankheit wie Zinkpest oder schlechte Lackierung oder was auch immer. Oder einfach nur schlecht. So. Ja, hier in diesen Videos werde ich nicht detailliert vorgehen wie sonst. Hier geht es nur noch um Masse. Aber wenigstens gut zu erkennen, Gurte. Motor ist nur eine Attrappe, also kein richtiges Bauteil. Ja, der Unterboden muss ich leider als B-Ware verkaufen, weil die Achsen beschädigt sind. Oder versägt, wie auch immer. Versägt, bearbeitet, wie auch immer. So, Kofferraumdeckel. Bei dem Modell kann man ja auch die Kotflügel abschrauben, das ist auch richtig cool. Besonders für Leute, die gerne an Dioramas rumbauen. Sie natürlich nicht schlecht, ne, mit den Kotflügeln. Die kann man dann dekorativ irgendwo hin tun. Für Armaturen macht das auch ganz nett. Ich schwatze wieder zu viel, ey. Das Schlimme ist bei diesen Videos, die hier YouTube-Videos ist, ich bin hier ganz alleine hier unten und ich führe quasi die ganze Zeit Selbstgespräche. Hui, Schweigert. Das ist das Schwierige, diese Selbstgespräche. Es gibt ja Leute, die machen sogar Witze und lachen sich über ihre eigenen Witze kaputt, um damit zu signalisieren, hey Leute, das ist ein Witz, ihr müsst jetzt darüber lachen. Ich kann das leider nicht. Obwohl, ich könnte es auch, aber da würde ich mich immer komplett dämlich vorkommen. So. So. Ach komm jetzt. Ich versuche jetzt gerade die Scheinwerfer auszubauen, wenn ihr euch fragt, was zum Teufel macht er da? Sitzen aber verdammt fest, die Scheinwerfer.
Wie gesagt, ich muss den jetzt hier zerlegen, weil die Teile schon fast ausverkauft sind. Und ich mache das hier nicht aus Spaß oder Freude an Modellautos zu zerlegen, sondern um damit Geld zu verdienen. Das ist ja bei einigen Leuten immer noch nicht angekommen. Und ich verkaufe die kaputten Modellautos sehr selten als Ganzes weiter, was sich einfach nicht für mich rentiert. Mein Gott, was bist du denn für ein Scheinwerfer, ey? Da ist doch bestimmt Kleber drin, ne? Ne. Meine Fresse, ey. Ich habe ja natürlich immer so Anfragen, die natürlich vor hochintelligent sind, ne? Jeder Mensch weiß, dass ein Golf 2 beliebt ist. Und da werde ich ja wirklich aller ernsthaft gefragt, ob ich den verkaufe. Als würde ich ein Modellauto, das ich zum Schlachten kaufe, für kleines Geld wieder abgebe. Aber meine Erfahrung ist meistens aber auch die, dass Leute, die mich da sowas fragen, meistens aber auch nicht kaufen. Das habe ich schon sehr oft. Natürlich habe ich ein paar Stammkunden, die kaufen dann auch wirklich, ne? Aber sagen wir mal so, 98% kauft nicht. Die fragen dann, wie viel willst du für das Modellauto haben? Dann sagst du dann halt den Preis, ne? Und hörst nichts mehr. Ich sage euch ganz ehrlich, warum soll ich das Modellauto denn für kleines Geld abgeben? Ich muss das Ding ja zerlegen, um Geld zu verdienen. Und nicht um jemandem was Nettes zu tun, quasi. Ich muss ja wirtschaftlich denken. Mit Nächstenliebe wird meine Familie nicht satt. Und ich kann euch sagen, es wird in der nächsten Zeit wahrscheinlich viel mehr dieser Schlachtfeste geben. Weil ich muss nämlich ein bisschen Platz schaffen. So, weil, wie gesagt, es kommt kontinuierlich viele Modellautos rein. So. Und dementsprechend muss ich das jetzt der Auftragslage quasi anpassen. Kriege ich viel, muss ich viel schlachten. Kriege ich wenig, muss ich trotzdem viel schlachten, weil die Leute kaufen. Noch ein bisschen Folie. Ne? So oder so, ich muss Gas geben. Ich weiß, das klingt irgendwie alles ein bisschen arschig von mir. Ne? Oh, ich verschenke hier nichts und warum soll ich das für kleines Geld abgeben? Aber wie gesagt, mir schickt auch keiner was. Und ich muss für die Modellautos auch Geld zahlen. Verdammte Axt, ey. Video geht schon 12 Minuten. Dabei sollte es eigentlich schnell gehen. Oh,
dieses Modellauto macht mir es auch gerade ein bisschen schwer. Nicht nur, dass das Scheiben jetzt hier festgenietet sind wahrscheinlich auch noch fast geklebt. Oder? Ja, tatsächlich. An den Ecken ist Kleber. Unglaublich, ey. So, endlich vorbei. Er hat nachgegeben. Guck dir das mal an. Jetzt habe ich gerade gesagt, ne, jetzt gibt er nach. Obwohl ich gedremelt habe. Mein Gott. Was für eine Heckscheibe, Seitenscheibe. Na geht doch, fertig. Boah. Erfolgreich zerlegt. Junge, die Kotflügel lasse ich dran. Weil, warum auch. So, das war Video Nummer 1. Es kommen noch 10. Also, bis gleich. Hallo und willkommen beim Schlachtfest. Boah, ja, das Video eventuell habt ihr das eine oder andere Video geguckt von mir. Warum kommt ein Modellauto auf den Schrott? Ja, das ist dieser hier. Er kam jetzt auf den Schrott, weil er wirklich verdammt nochmal Schrott ist. Unglaublich aber war, das Ding hat sich in 1000 Teilen zerbrezelt. Und er hat nämlich ganz gravierende Zinkpest und zusätzlich hat einer in die Innenausstattung reingeschurzt. Wenn ihr nicht wisst, was Schurzen heißt, dann googelt es, ich kann es euch jetzt nicht erklären. Also dieses Modellauto ist absoluter Totalschaden, aber so wirklich absolut. So wie Moloch Motors jetzt sagen würde, hier Manosakis, Katastrophe. Ja, das Ding ist hier wirklich Fratze. Wir kommen jetzt gleich zum Schurz. Und warum eigentlich ist dieses Modellauto, sieht das so komisch aus auf dem Bild? Ja, weil es halt dreifach geteilt. Und der Schurz kommt hierher. Seht ihr diese braunen Flecke hier überall? Das ist so widerlich, dass ich das wirklich noch nicht mal mehr als B-Ware verkaufen möchte. Oh Gott, ey, guckt euch mal an. Also, ich glaub, irgendwas ist runtergefallen. Ich glaube, das war ein Spiegel. Der hat eigentlich so drehbare Sitze. Irgendwas. Oh Gott. Tetanus. Oh. Irgendwas ist da passiert mit dem Modellauto. Ich habe keine Ahnung was. Aber so werde ich das definitiv nicht mehr verkaufen. Das geht weg in die Restekiste. Ja, und die Zinkpest hat das Modellauto natürlich dem Rest gegeben, ne? Das kam als neues Modellauto zu mir. Also das war eigentlich mal ursprünglich mal Neuware gewesen. Ja, und die Zinkpest hat das erledigt. Boah, ist das Ding Matsche. Selbst der Unterboden ist zerstört. Alter, wir haben hier den Unterboden kaputt bekommen. Boah, Alter, so ein zerstörtes Modellauto habe ich ja noch nie gesehen, ey. Das ist auf jeden Fall in den Top 5 bei mir gelandet, dieses Modell. In so einem extremst erbärmlichen Zustand. Selbst die Türen, seht ihr diese Bläschen? Das ist alles Zinkpest. Selbst die Türen sind komplett zerfressen. Ich meine, ich habe schon viele Dodge Royal Customs zerlegt. Auch vor kurzem erst. Da habe ich das Hardtop-Modell zerlegt. Selbst der sah nicht so schlimm aus. Ich bin jetzt hier gerade so ein bisschen am Sortieren. Weil mehr kann ich mit dem Schrott hier eigentlich auch nicht mal machen. Oh Gott. Also alles, was ich noch verwerten kann. Viel ist es leider nicht. Cool, Emblem. Ja, alles was aus Metall ist, ist natürlich Müll, ne? Das heißt Müll, aber nicht mehr verwertbar. So. Ja, wenn ihr euch fragt, was zum Teufel Martin ist, Zinkpest. Zinkpest habe ich schon alle Millionen Male erklärt. Das ist, wenn das Metall zerbröselt. Quasi Modellautorost. Quasi. So, wenn ihr euch fragt, warum zum Teufel zerlegst du dieses Modellauto und schmeißt das nicht einfach über den Jordan, das ist ganz einfach, weil ich keine Teile mehr dafür habe online. Also viele Teile sind schon verkauft. Und jetzt müssen die nächsten
dran. So, oh Gott, selbst die Felgen. Ist das Schimmel? Nee. Scheiße, selbst die Felgen kann ich nicht mehr verkaufen. Nee. Das geht echt nicht. Boah, was ist denn hier los, ey? Was ist dem Modellauto hier denn passiert? Oh, ich glaube, das war die Zinkpresse gerade. So. Kühlerfigur. Oh, der Motor steckt hier wenigstens noch drin. Warum soll er auch nicht drin stecken, ne? Boah, der ist komplett zerfressen. Aber ich vermute mal, der hat hundertprozentig noch einen Wasserschaden abbekommen dazu. Zusätzlich noch zur Zinkpest. Und das hat wahrscheinlich auch die Zinkpest dann auch nochmal beschleunigt. Der Wasserschaden. Und die Wasserflecke, diese kackbraunen Flecke sind wahrscheinlich Wasserflecke. Auch schöner Motor. Aber der Motor sieht gut aus. So. Armaturenbrett sieht auch ganz gut aus. So, jetzt knall ich noch die Scheinwerfer raus und der Rest geht eigentlich auf Altmetall. Ja, der Scheibenrahmen sieht auch nicht mehr so schön aus. Der Chrom ist in sehr schlechtem Zustand. Oh Gott. Also Emblem rette ich auf jeden Fall hier. Scheinwerfer noch raus. Und dann ist das ein Fall für die Altmetallpresse. Wobei, die Altmetallpresse kann ich mir knicken, sparen. Das Ding zerbröselt auch beim Anfurzen. So. Die Leisten kommen weg, weil der Chrom auch nicht mehr so schön ist. So, weiter geht's. Oh Gott, 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 was ist denn hier passiert? Guckt euch das mal an. Oh. Wagenheber abgemacht. Rest ist futsch. Ja. Viel kann man ja nie mehr retten. Der schwarze Verdeck auf jeden Fall. Und die Türen kamen jetzt noch auf durch. Das sind auch diese komischen Flecken, die kann man leider nicht mehr verwerten. Das war's. Das war's für den Dodge Royal Custom. Total zerfressen von der Zinkpest. Wow, Zinkpest, die was hält. Geil, oder? Einfach nur Müll. Das war's für den Dodge Royal Custom. Und es geht auch zügig weiter. Es gibt noch richtig viele Modellautos noch. Und es wird cool. Aber ihr habt ja eh gesehen, welche Autos noch kommen. Also bis gleich. So, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Der nächste Schlachtfestkandidat ist der BMW E36 Coupé von UT. Boah, hört sich das geil an, ne? Das hört sich an wie so gemacht.
Dieses hübsche Modell ist eins von diesen ganz vielen i36er Modellen, die ich bekommen habe. Falls ihr die vorherigen Videos geguckt habt oder auf Instagram mir folgt, da habt ihr gesehen, da gab es ganz viele E36, also insgesamt waren es 10. Und das ist jetzt einer von den 10. Also 9 leben noch, 2 stehen, glaube ich, 3 stehen zum Verkauf und der Rest wird zap zap. Ja? Dieser hübsche Kandidat, da diente mal als Teilespender. Spiegel fehlen, eine Tür fehlt, die andere Tür liegt lose bei, die Vorderradachse. Hier, Maurice, für dich, ne? So. Und, ja. Deswegen ist er auf dem Schrott gelandet. Ich werde den jetzt zerlegen. Das, was ja eigentlich auch mein Job ist. Preislich muss ich euch ja nicht viel erklären. Der BMW E36 von UT ist ja einer der beliebtesten UT-Modelle überhaupt, finde ich. Teilemäßig auch riesig gefragt. Da gibt es immer lange Warteschlangen auf Teile. Und wie gesagt, ich kann nie genug von den Dingern schlachten. Deswegen werde ich auch alle anderen 6, also 3 werden verkauft. 6 gibt es noch auf dem Schlachtplatz. Ne, 7 insgesamt. Einen habe ich noch vorher. Die werden alle definitiv zerlegt. Wegen der Teilenachfrage halt, ne? So. Die Innenausstattung, schön grau, nichts Besonderes. Hier kann man noch viel Potenzial reinstecken. Das Armaturenbrett wie gewohnt schön geworden. Ich mache hier gerade einen Schnelldurchlauf. Ich kann jetzt hier nicht eine Stunde mit euch quatschen. Wegen einem Modellauto, deswegen muss ich jetzt mal ein bisschen Gas geben. Aber ich verspreche euch, es wird definitiv noch ein einzelnes Video geben mit diesem Modell, aber nicht mit dem hier. Der ist einfach in zerlegten Zustand oder wie auch immer. Motor ist leider nur eine Platte, aber immerhin ein Motor. Es gibt 2 verschiedene Varianten. Einmal, wo die Scheinwerfer einzeln dran sind und einmal so hier wie hier mit dieser Motorabdeckung. Warum? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das eine Neuauflage oder irgendwie sowas. Also ich konnte mir das auch nicht erklären. Oh Gott, wie ging das nochmal? Schon so oft welche zerlegt, dass ich schon nicht mal weiß, wie die zerlegt werden. Ey. So, seht ihr? Ein Teil. Also man kann klar noch immer noch die Scheinwerfer jetzt abmontieren, ne? Klar. Aber im Endeffekt ist das ein Teil. Hier. Ach verdammt, ich Idiot, ich habe es wieder vergessen. Beim letzten Mal ist es mir schon passiert, da habe ich versucht, die Scheibenwischer abzumachen. Und dabei vergesse ich eigentlich, dass die immer an so einer Platte dran sind. Ah. Ja, ich habe noch 6 Versuche. 7. Jo, mein Freund der Dremel muss auch mal ran. Für die Scheiben. Der E36 hat folgende Krankheiten. Milchige Scheiben, milchige Scheinwerfer. Das ist, wenn die Scheiben weiß anlaufen. Das passiert den älteren UTs oft. Wobei neue UTs gibt es ja nicht mehr. Das ist ja gut, ey.
So, da ist der Scheibenwischer. Den ich natürlich blöderweise kaputt gemacht habe. Aber nichtsdestotrotz wird er wahrscheinlich als erstes verkauft sein. So, das war's. Der E36 Coupé ist erfolgreich zerlegt worden. Was heißt erfolgreich? Ich habe außerdem den Scheibenwischer kaputt gemacht. Aber ansonsten erfolgreich. Ja, Lackierung ist noch top. Das Modellauto mit der Rohkarosse hier geht komplett in Teilen online. Also freut euch auf wieder neue Ersatzteile. Die werden wahrscheinlich eh nicht lange online sein. Also seid schnell. Nachfrage ist groß nach Teilen. Also wartet nicht auf Weihnachten oder irgendwie sowas. Kauft die lieber jetzt. Weil Teile gehen zapp weg. So, weiter geht's mit dem Schlachtfest. Unser nächster Kandidat ist der Porsche 911 im Maßstab 1:24 von einem sehr ungewöhnlichen Hersteller. Ja, ungewöhnlich. Nämlich Matchbox. Ich wusste bis dato gar nicht, dass Matchbox 1:24er Modelle rausgebracht hat. Aber tatsächlich. Hier, Matchbox. Geil, oder? Made in China, Baujahr 92. Das ist ganz genau ein Porsche 911 Carrera 2 Turbo Look. Ui. Er kam jetzt hier auf den Schrott, weil ein Scheinwerferglas fehlt, Lackschäden, Scheinwischer fehlt, Spiegel fehlen, Türverkleidung fällt ab und der sieht auch irgendwie auch so ein bisschen ottomäßig aus. So, Türen gehen auf, Motor geht auf. Das heißt Otto, aber gebraucht. So. Wir fangen auch mal direkt an zu zerlegen. Sonst wird das hier eine ewige Nacht werden und das muss nicht sein. Nummernschild. Oh, Nummernschild auch hinten. Also ich muss ehrlich zugeben, schade, dass Matchbox keine 1:24 produziert. Weil der ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Preislich ist er im unteren Segment unterwegs, wie halt, Auspuff ist auch kaputt. Wie alle anderen 1:24er auch oder die meisten. Natürlich gibt es auch da ein paar einzelne Ausnahmen, die herausragend, aber überwiegende 1:24 Modellautos bewegen sich im unteren Preissegment. Zwischen im einstelligen bis mittleren zweistelligen Bereich, wobei der zweistellige Bereich eher selten ist. So. Achsaufhängung vorne ist anscheinend auch kaputt. So, weiter geht's. Oh, irgendwas piekst. Oh, Lenkrad ist auch schon abgefallen. Ich zerlege dieses Modellauto gerade zum ersten Mal. Ich habe noch keinen vorher zerlegt. Oh, da sind ja noch mehr Schrauben. Oh, guckt euch mal die Felgen an. Leider fehlt das Porsche-Emblem, aber ansonsten sieht doch ganz schmuck aus, ne? Ja, ihr merkt schon, ich bin ein bisschen angetan von dem Modell. Ich finde den echt gut gelungen. Für ein Modellauto, so sagen wir mal so im Schnitt 5, 6 Euro kostet, vielleicht auch mal 10 Euro, ist das Ding ja absolut wert, ne? Absolut. Ja, Innenausstattung ist auch ganz nett geworden. Man hat so ein bisschen die Gurte angedeutet. Man hat einen Teppich drin. Wo hat man das denn immer? 1:24er? So. Guck, selbst der Motor sieht gut aus. Den zeige ich euch gleich mal, wenn ich hier mit dem Zerlegen fertig bin. Armaturenbrett sieht auch ganz nett aus. Lenkrad ist auch noch bei. Ich hoffe, die Teile werden gefragt. Weil, wie gesagt, ich habe die noch nie gehabt vorher. Daher weiß ich auch natürlich nicht, wie die Teile-Nachfrage sein wird bei dem Modell. Windschutzscheibe ist auch noch in Ordnung. Scheinwerfer. So wie es aussieht, geht die Stoßstange vorne auch ab. Das ist sehr geil. Tatsache. Perfekt. Ach komm schon jetzt. Das Verdeck ist nämlich eine Art Gummi.
Und das ist natürlich sehr widerspenstig. Hoppa. Ne, ich glaube, das wird hier nichts mehr. Aha. Ne, der geht kaputt. Das kann ich nicht mehr verwerten. Oh, ist festgeklebt. Was soll man machen? Die Stoßstangen hinten mache ich auch noch ab. Cool, ey. Selbst die Stoßstangen kann man abmachen. Geiler Scheiß. Ja, da sind wir auch schon am Ende. Nee, gar nicht. Ich muss ja noch die Vorderachse abschrauben, die angerostet ist. Oh. Und den Motor. Aber der Motor sieht auch schon cool aus. Also ich bin gesagt, ganz ehrlich, ich bin extrem positiv überrascht über dieses Modell. Die Verarbeitung ist echt Bombe. So. Toller Motor, ne? Für einen 1:24er? Mega. So, das war's. Das geht in die Schrottpresse. Motorhaube geht nicht raus. Und die Teile gehen online. Das geht Schrotti. Danke fürs Zugucken. So, und weiter geht's mit dem Schlachtfest. Unser nächster Kandidat ist der 1957er Corvette von Burago. Ein Evergreen. Ich glaube, jeder hatte den schon mal gehabt oder hat den sogar immer noch in seiner Sammlung. Ja, ich nicht. Ich habe nur hunderte davon als Schlachtmodelle. Um ein bisschen Platz zu schaffen, habe ich mich entschieden, dieses Modell in die nächste Schlachtnacht zu nehmen. Warum er auf den Schrott gekommen ist, klar, mal wieder die Windschutzscheibe verratze. Aber ich glaube, ich habe hier sogar eine Ersatzwindschutzscheibe. Ich muss mal gucken, ob die überhaupt für ihn ist. Ne, ist nicht für ihn. Weg damit. Wer weiß, welches Modell das ist. Preislich liegt das Modellauto im ganz unteren Segment. Also das heißt zwischen 0 Euro und 10 Euro. Selbst original verpackte Modelle gehen nicht mehr wie 10, 15 Euro weg. Das Problem ist einfach, es gibt einfach zu viele. Es gibt sie in allen Farben. Und es ist einfach zu viel. Es ist einfach nur zu viel. Aber die werden jetzt in letzter Zeit auch gerne restauriert, das merke ich nämlich. Ich verkaufe immer mehr Ersatzteile für dieses Modell. Das geht über Felgen, Scheinwerfer, Stoßstangen, ohne Ende Stoßstangen. Und ja, das war's eigentlich. Ja, die Innenausstattung ist sehr normal gehalten worden. Wird auch so als Ganzes verkauft. Genauso wie hier mit dem Motor, den Unterboden und den Felgen. Das lasse ich auch als komplettes. Ist für den neuen Besitzer einfacher zu reparieren. Weil die Felgen sehen scheiße aus, die will sonst keiner haben. Ach guck mal, ist mir der Kühlergrill kaputt gegangen. Viele Leute restaurieren ja ihre alten Buragos aus nostalgischen Gründen, weil der Vater, die Mutter oder der Opa die in echt hatte. Was heißt in echt? Aber die, ne, hatten die auch gehabt. Und das ist halt nostalgisch. Kann ich auch gut nachvollziehen. Buragos kann man Gott sei Dank gut restaurieren. Und auch günstig restaurieren ist jetzt nicht wie so ein Autoart oder irgendwie so, wo eine Türe 10, 12 Euro kostet. Hier kostet jetzt so ein Teil Scheibenrahmen vielleicht 2 Euro. Ne? Also absolut humane Preise. Ein Scheinwerfer. Na komm. Noch ein Scheinwerfer. So.
hier Stoßstangen. Ey, total beliebte Stoßstangen, ne? Ich weiß nicht, was los ist. Hier fehlen ja auch schon, was hat denn hier gefehlt? Die Rücklichter fehlen hier schon. Weil ich keine mehr hatte, musste ich hier von dem Schlachter die ausbauen. So. Ich sage euch ganz ehrlich, über dieses Modell brauche ich jetzt nicht, euch nicht viel zu erzählen. Jeder kennt es. Das ist ein gutes Modellauto, so auf dem Trödelmarkt zu verkaufen. Wenn man so einen Zehner dafür bekommt, ist es absolut tragbar. Da diskutiert keiner so großartig rum. Es ist ein sehr dekoratives Modellauto, ne? Es ist einfach ein verdammt schönes Modell. Und der sieht überall gut aus. So, geht die Türverkleidung kaputt. So, dann nähern wir uns auch schon dem Ende. Kleinen Chromdinger hier. Wie heißen die eigentlich? Weiß das jemand? Wie diese kleinen Chromdinger, die oben hier hinkommen. Ich habe keinen blassen Schimmer, was die Dinger heißen, ne? Der Spiegel sieht auch nicht mehr so schön aus. Chrom ist auch schon schlecht. So, das war's für die schöne Corvette. Alles abmontiert, was abmontierbar ist. Rest geht in die Schrottpresse. Das Zeug geht in den Verkauf und das war's auch schon. Es geht weiter. Hallo und willkommen bei dem nächsten Video. Unser nächster Kandidat ist der Aston Martin DB9 von Mini-Champs. Leider auch ein sehr stark zerfressendes Modellauto der Zinkpest. Hier zum einen ist schon die Scheibenrahmen durchgebrochen. Hier und da. Und wie ihr es genau sehen könnt, ist die Motorhaube auch schon total fratze. Ein Rad ist auch noch abgebrochen und ein Spiegel fehlt. Also das Modellauto ist nicht ohne Grund hier gelandet. Der ist wirklich fertig mit der Welt. Preislich ist das Modellauto im unteren Segment unterwegs. Also es ist ein sehr günstiges Mini-Champs Modellauto. Der liegt so um die 20 Euro, 25, vielleicht auch mal 30. Aber da müsst ihr halt aufpassen, wegen Zinkpest, ne? Ja. Ach du Scheiße. Aber ich muss auch dazu geben, er ist wirklich nicht sehr hochwertig gemacht. Die Innenausstattung kommt Burago Maestro mäßig rüber. Man hat zwar Gurte gemacht, aber sieht nicht hochwertig aus. Armaturenbrett geht ganz gut. Ja, Hauptproblem ist halt die Zinkpest, ne? Da. Mit Teserband geklebt. Hört ihr das? Das Knistern. Geil, oder? Da knistert die Zinkpest. Motorhaube, Türen, Kofferraumdeckel geht auf. Irgendwas klappert da drin. Wahrscheinlich ein Stück Karosserie. Vorderradaufhängung ist auch defekt. Also Unterboden ist auch beschädigt. Mann, Mann, Mann. Sehr, sehr, sehr guter Kandidat für den Schrottplatz. Na, die Schraube ist natürlich genau unter dem Hinterrad. Ist natürlich super schön dran zu kommen. Boah. Okay. Oder so. Abgebrochen. So. Ah, vorne kommt man gut dran. Kommt sogar mit einem großen Schraubendreher dran. Haha. Perfekto.
Dieses Modell entstammt der Mini-Gems K-Kollektionsmodelle. Wenn ihr die kennt, sind diese ersten günstig hergestellten Modelle. Da gab es den Jaguar XK100 in der XK. Dann gab es den, das sind Scharniere. Was gab es denn noch? Da gab es den Escort. Oh. Den Escort da gab es so viele. Den Hundeknochen-Escort gab es davon. Die Ente, den Käfer, dann. Was gab es denn noch? Den Sierra gab es davon. Das sind alles diese K-Kollektionsmodelle. Das waren so die ersten günstigen Modelle. Aber kein Vergleich zu den Modellen, die jetzt günstig angeboten werden von Mini-Gems, weil die sind ja brutal. Oh. Okay. Man sollte beim ThinkBest Modellauto nie so fest draufdrücken. Ich überlege noch, da gab es noch mehr K-Kollektionsmodelle. Kofferraum weg. Die Innenausstattung. Ja, hinten hat man gut hingemacht, vorne auch. Aber ganz ehrlich, jeder weiß, eigentlich normalerweise ist hier immer so ein Aston Martin Zeichen. Also ich kann mich gut entsinnen, dass fast alle Aston Martin Modelle immer eine Gravur hinten auf der Kopflehne hatten. Warum der hier keine hat, ist mir nicht bekannt. Wahrscheinlich zu teuer gewesen. Oh, das Armaturenbrett ist ganz okay geworden. Ne, schön zweifarbig, Silber, dreifarbig. Silber, hautfarben und schwarz. Gar nicht so schlecht. Hier hat man ein kleines Aston Martin Zeichen hingemacht, das kann man sogar erkennen. Wow, die Tür hat keine Zinkfest. Kofferraumdeckel, na gut, geht auch noch. Also ist eigentlich nur die Motorhaube und die Karosserie betroffen. Ja. Die Türen und der Kofferraumdeckel noch nicht oder nicht. Aber ist auch nicht mein erster Aston Martin von Mini-Gems mit Zinkfest. Ich hatte schon ein paar Stück gehabt. Und früher auch eine Zeit lang noch richtig viele gehabt. Auch von den Jaguars und so. Oh nein. Scharnier abgebrochen. Ohne Ende von den Jaguars gehabt, ey. Mein Gott. So. Ich muss mal ein bisschen beeilen, das dauert alles wieder viel zu lange, ey. Ja, die Teile sind jetzt auch nicht sehr hochwertig, nicht sehr gefragt, sagen wir mal eher so. Klar gehen so Felgen weg, so Spiegel und so was alles, das geht immer, keine Frage. Aber die gehen jetzt auch nicht für Summen weg, wo man sagt, so boah, das lohnt sich, ne? Das sind kleine Beträge, halt so im Schnitt 2-3 Euro, vielleicht 5 für die Felgen, keine Ahnung. Muss mal gucken. Wieso geht das hier nicht raus? Ich will den Motor ausbauen. Aber irgendwie macht er nicht mit. Scheibenwischer. Rücklichter sind schon ab. Ja, muss ich jetzt ein bisschen rabiat werden. Ist mir egal. Dauert alles zu lange. So. Jetzt noch den Unterboden. Mein Gott, hier zerbröselt alles.
Raddaufhängung ist eh im Arsch. Brauche ich eigentlich gar keine Rücksicht nehmen. Was ist eigentlich mit der Windschutzscheibe passiert? Ich glaube, der hat gar keine gehabt. Perfekt. Ja, die Felgen sehen auch ganz gut aus. Mit dem Aston Martin Emblem drauf. Ich denke mal, die werden relativ fix weggehen. So, der Rest geht weg. Das geht auf Altmetall. Und der nächste wartet auch schon. Der nächste, oh, wird ein Porsche sein, sehe ich gerade. So. Das war's für den Zinkpest Aston. Ja, geht in die Schrottpresse. Oh, und dann mal eher die ins Altmetall. Mal pressen, was will ich da pressen, dass das Ding ja Zinkpest. Tja. So schlimm kann es sein, ne? Aber bitte zahlt nicht viel für das Modellauto. Versucht es günstig wie möglich zu bekommen. Er ist nicht der Kracher. So, Freunde, es geht weiter mit dem Schlachtfest. Und der nächste Kandidat ist ein Porsche 906 GT3. Hier fehlen schon viele Teile. Scheinwerfer fehlen, Rücklichter fehlen, Heckscheibe ist kaputt noch. Und Unterboden ist, glaube ich, auch schon lose in der Hose. Und ja, da ich ja schon mal von so einem ähnlichen Modell schon mal ein Video gemacht habe, ist er jetzt hier gelandet im Schlachtfestmodus. Preislich muss ich euch ja nichts erzählen. Burago bewegt sich im unteren Preissegment, das heißt in dem Schnitt so um die 10, 12 Euro. Original verpackte Modelle gehen auch mal für 15 Euro weg. Aber dann war es das auch schon. Mir werden ja immer wieder ganze Sammlungen angeboten, Nachlässe angeboten. Und einige Leute haben da echt merkwürdige Vorstellungen, was in Sachen Wert. Mir wurde vor kurzem eine Modellautosammlung angeboten, wo größtenteils halt Burago-Modelle waren. Zwar original verpackt. Aber da habe ich natürlich höflicherweise gefragt, ja, was ist denn eine Preisvorstellung? Und da haute der mir eine Preisvorstellung von 8.000 Euro. Für 220 Burago und Maestro, Solido, also eigentlich nichts Besonderes. Da waren 2, 3 UTs bei, aber eigentlich im Großen und Ganzen waren das Standardmodelle. Das ist nichts, was mich jetzt Millionär macht. 8.000 Euro, das ist, Sekunde, ich rechne mal kurz aus, das war absurde Summe. Moment. 8.000 geteilt durch 220, 36 Euro für ein Burago Modellauto. Ich so, oh, boah, ich glaube, wir werden niemals uns preislich einig werden. Ja, was ist denn eine Gegenvorstellung? Ja, mach eine Null weg und dann fangen wir erstmal an zu handeln. War mein Preisvorschlag. Fand er natürlich nie so hübsch. Er hat gesagt, ah nee, das geht auch mehr und ja, natürlich. Natürlich geht mehr. Dann Verkauf selber, überlegt, weil die Leute können nicht nachvollziehen, wie viel Arbeit das ist, ne? 220 Modellautos zu bearbeiten. Fotografieren, einstellen, einlagern. Das kostet alles Zeit. Und dann sollte ich die Sammlung auch noch abholen kommen. Ne? Versand natürlich nicht möglich, weil das ist ja Arbeit. Man will ja so viel Arbeit wie möglich sparen. Ja. 8.000 Euro. Das wäre das fetteste Minusgeschäft, was ich je gemacht hätte. Da habe ich dem auch noch geschrieben, dass der Wiederverkauf der Modelle für mich als Händler zu Endkundenpreisen, also zu normalen Kurs, ne, wäre so 1.700, 1.800 Euro gewesen. Ja. Ja, wir können ja uns ja auf 6.000 einigen oder irgendwie sowas war das. Keine Ahnung. Ich bitte dich, weißt du. Ja, natürlich. Ich mache Minus, damit du Geld verdienst. So. Wir sind auch schon fertig. Guck mal, gequatscht. Und schon fertig. Das geht in die Schrottpresse. Wobei ich den Spoiler abmache. Boah.
Spoilers ab, habe ich abgebrochen. So, das war's. 3 Minuten 58. Yeah! Geht doch. Geht doch, so muss es sein. Das geht in den Schrott, das geht in den Verkauf und wir gucken direkt uns das nächste Modell an. Es kommen noch 3. Ja, es wird interessant. So, es geht munter weiter. Der nächste Kandidat ist der 1965er Chevy Impala von Hot Wheels. Den gibt es ja auch als Lowrider in Gold mit coolen Felgen und hier und da. Der hier diente anscheinend als Teilespender. Motorhaube fehlt, Motor fehlt, Hinterrad, hinteren Felgen fehlen. Und ich glaube, die vordere Achse ist auch nicht so wirklich original. Ne, weg damit. Und Verdeck fehlt auch. Also der diente hier definitiv schon mal als Teilespender. Spiegel fehlen auch. Hier hat Hot Wheels sich schön auslackiert. Innenausstattung ist sehr spartanisch gehalten. Hier fehlen die Hüftgurte. Beckengurte, Entschuldigung. Und ansonsten eigentlich ganz okay. Man hat sich ein bisschen Mühe gegeben, zweifarbig. Preislich ist dieses Modellauto am Steigen. Es wird immer teurer. Teile-Nachfrage ist auch relativ hoch. Also ich kriege die schnell verkauft, die Teile. Natürlich immer beliebt der goldene mit dem Lowrider System, aber der hat oft Zinkpest. Der weiße. Der weiße mit diesem Airbrush drauf, der hat oft Zinkpest. Also vorsichtig, wenn ihr den kauft. Der rote ist mir bis jetzt noch nicht untergekommen mit Zinkpest, ist aber nicht auszuschließen. Ne? Man weiß ja nie. Der ist wie gesagt stark steigend. Mein Gott, war das gerade eine Spinne oder was? Preislich ist er stark steigend. Aktuell liegt er so um die 50, 60 Euro, mal mehr, mal weniger. Je nachdem, wie ihr halt Glück habt, ne? Keine Frage. So. Türen, Motorhaube gehen auf, Kofferraumdeckel leider nicht. Boah, sitzen die Schrauben so fest. So. Schönes Armaturenbrett, ne? Oh toll, das habe ich das Lenkstange beschädigt. Also auf jeden Fall schönes Armaturenbrett. Windschutzscheibe. Das hat die Türen, Stoßstangen, Rücklichter, Scheinwerfer. Und dann ist dieser schöne Impala auch schon wieder Geschichte. Komisch, dass der keine Zinkpest hat. So. Zack, zack. Zack, zack, Sack ab. Seitenverkleidung. Steht da Michigan. Powered well. Keine Ahnung. Klar kenne ich Michigan. Oh, komplette Front ist ein Teil. Oh, die Scheinwischer. Wir sind auch schon fast fertig. Keine große Gegenwehr. Und zapp, zapp. Okay, da hat auch verdammt viel schon gefehlt, ne? Motor hat gefehlt. Räder haben gefehlt. Na komm.
So, jetzt kommen die Rücklichter raus. Das Problem ist aber, die äußeren, also ja, die äußeren Rücklichter, da ist, wie heißt nochmal, die Schraubenhalterung im Weg. Gucken, ob ich da irgendwie noch dran komme. Ansonsten muss ich die von außen aushebeln. Und das endet meistens nicht gut. Genau das meinte ich. Einer ist ja schon kaputt gegangen. Ja, der ist auch kaputt. Ja, das war's. Ich hab's versucht. Ja, die Rohkoste da. Weiterleben bei Chevy Impalas gehen immer. Die paar Teile, die ich retten konnte, gehen online. Und es gibt noch 2 Modelle. Also noch nicht zu Ende. Weiter gucken. Ja, was ist ein Schlachtfest ohne einen Jaguar E-Type? Nämlich keins. Und der nächste Kandidat ist auch schon wieder ein Jaguar E-Type. Ja, der ist schon komplett zerlegt. Da habe ich nämlich irgendwas anderes mal ausgebaut. Der kam jetzt hier eigentlich ursprünglich mal auf den Schrott, weil er halt starke Gebrauchsspuren hat. Ah, ich habe die Türgriffe, glaube ich, gebraucht. Irgendwie so war das. Hui, da fliegt ein Blinker weg. Ja, hier gibt es jetzt nicht mehr viel zu zeigen. Das ist jetzt quasi Routine-Schlachten für mich. Und na komm schon. Und Jaguar E-Type muss ich ja nicht viel zu erzählen. Ich habe schon so oft welche vor der Kamera zerlegt. Gott. Ne? Spiegel, Blinker, Rücklicht, Windschutzscheibe sogar vorhanden. Zustand können weg. Altmetall. Die Felgen kann man noch verwerten. Das wird jetzt ein schnelles Video. Deswegen. Und viel über dieses Auto habe ich jetzt auch keinen Bock zu reden, weil ich schon so oft über dieses Auto geredet habe. So. Daher, ja, was kann man eigentlich dazu noch erzählen? Falls ihr noch nicht eingeschlafen seid. Ich nehme es euch nicht übel, wenn ihr eingeschlafen seid. Aber ihr könnt mir mal erzählen, also schreibt in den Kommentarenfeld mal rein, wie ihr meine Videos guckt. Guckt ihr die im Bett? Guckt ihr die auf dem Fernseher? Guckt ihr die auf dem Computer, auf dem Handy? Oder generell, wie guckt ihr meine Videos? Weil es sind ja anscheinend schon jede Menge Leute, die meine Videos jetzt gucken. Wir werden ja immer mehr. Und ich möchte mal echt mal gern von euch erfahren, wie ihr meine Videos guckt. Und natürlich, wie ihr die findet. Ne? Welche Modelle euch interessieren. Einfach, gebt mir mal einfach mal Feedback. Findet ihr die Schlachtfeste gut oder eher schlecht? Sowas halt, ne? Ja, schreibt mir, ich würde mich echt darüber freuen, wenn ihr mal ein bisschen Feedback gibt. Statt einfach nur stillschweigend meine Videos zu gucken. So, bei der Jaguar ist nämlich jetzt schon Fucikato. Das geht in Altmetall, das geht in den Verkauf und das geht in die Geschichte. Es geht weiter. So, Endspurt, letztes Modell. Ja, das Schlachtfest geht auch mal wieder zu Ende. Aber ich kann euch sagen, ich sammle schon die nächsten Modelle fürs Schlachtfest. Ich guck mal da hinten. 2 sind schon drauf, wieder. Wahnsinn, ne? Und oben habe ich noch um die 25, 30 Modellautos, die ich noch bearbeiten muss. Also sortieren, was geht auf ein Schlachtfest, was geht als B-Ware, was kommt auf den Schrottplatz, was kommt auf die Schlachtbank. Also es wird hier richtig spannend werden auf diesem Channel. So, kommen wir hier zu diesem Amigo. Der hat ein gewisser Herr, Leon, hallo, hat mir hier die Felgen abgekauft. Dieses Modell kam jetzt eigentlich ursprünglich mal auf den Schrott, weil die Windschutzscheibe und der Stern fehlt. Ja,
Da scheint eine Seuche bei denen zu sein. Die brechen irgendwie aus dieser Verpackung heraus, wie auch immer, keine Ahnung. Und dann gehen die immer Windschutzscheiben kaputt. Ja, ist nicht mein erster. Ich habe schon ein paar Stück zerlegt. Und alle hatten defekte Windschutzscheiben gehabt. Hoppa. Oh, hier fällt alles schön auseinander. Preislich ist dieses Modellauto so im mittleren Segment unterwegs. Weil der ist schon geil mit diesen 6 Rädern. Der ist schon cool. Ne? Also, der fährt mir auch sehr gut. Das heißt, mittlerer Preis heißt um die 50 Euro, mal mehr, mal weniger, je nachdem wie ihr Glück habt. Und MCG ist ja auch noch bekannt, dass die auch irgendwann mal verramscht werden. Und ja, mein Gott, wir haben die Draht festgemacht. Verdammt viel Kleber da reingeknallt. Aber der wird kein sehr teures Modell werden. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Das wird kein 100 Euro, 200 Euro Modell werden. Es gibt hier in 2 verschiedenen Farben. Einmal in weiß und einmal in schwarz. Also dieses grau, weiß, keine Ahnung. So. So. Bin auch schon fast fertig, keine Sorge. Hier gibt es nicht mehr viel Absatzschrauben, der hat keine Türen oder irgendwie sowas. Aber verdammt viele Schrauben. Ich muss nämlich an die Innenausstattung drankommen. Die Rohkarosse geht in die Schrott. Hab nämlich noch welche auch in meinem Shop drin, aber hat bis jetzt auch keiner gekauft. Und deswegen, und da ich ja kein Messi bin, geht die Rohkarosse in den Schrott. Ist jetzt auch nicht so teuer. Also wir reden jetzt hier nicht von so einem 200 Euro Auto-Art Modell oder irgendwie sowas. Das ist halt ein günstiges Modellauto, was 1000-mal hergestellt wird oder wenn nicht noch mehr sogar. Und es wird definitiv noch mehr rauskommen. Da bin ich mir ganz sicher, dass MCG mit Weiß und Schwarz sich am Ende nicht zufrieden gibt. Mein Gott, wo sind jetzt die Schrauben? So. Wo hängen die ganzen Schrauben denn noch, ey? So, da kommt auch schon die Innenausstattung. Oh, die ist festgeschraubt. Ich hatte eigentlich ursprünglich mal 2 Stück. Aber eins wurde letzte Minute gerettet. Hallo Thorsten. Du hast ihn gerettet. Der hätte eigentlich ein Schlachtfest bekommen. So. Also ihr hättet normalerweise jetzt 2 Stück auf einmal gesehen, wie die zerlegt werden. So, Turmbrett. Rücklicht. Rücklicht. Was ist das? Rückfahrlicht. Jetzt habe ich wenigstens gesehen, wo es hingekommen ist. So. Die kaputte Windschutzscheibe mache ich natürlich nicht mehr ab. Das kommt auch weg. Türgriffe noch. Einer. Ja, verdammt abgebrochen. Muss ich ja anders versuchen. Ja, das ist einfacher. Da ist einer. Da ist der nächste. Finito. So, jetzt noch die ganzen anderen Teile abmachen, die nicht aus Metall sind. So. Und dann ist er reif fürs Altmetall. Das war's. Und hiermit endet auch das Schlachtfest. Wie gesagt, lasst ein
Was habe ich vorhin gesagt? Kommentar da, wie ihr meine Sendungen hier guckt, meine Serien. Oder was findet ihr cool, was findet ihr nicht cool. Für was wollt ihr mehr sehen? Keine Ahnung, gefallen euch diese Schlachtfeste? Soll ich noch mehr machen? Soll ich noch mehr Spezials machen, wie mit dem Golf? Schreibt mir einfach eure Meinung. Ist es wirklich mal, ich möchte mal von euch mal was hören. Ja, das war's. Schlachtfest ist vorbei. Ich bereite schon den nächsten Schlachtfest vor und es kommt noch mehr. Oh, unglaublich viel. Also keine Sorge, es wird nicht langweilig auf diesem Channel. Bis dann, meine Freunde. Danke fürs Zugucken.